Ich möchte euch alle einladen, am 4. Februar um 11 Uhr am Potsdamer Platz zusammen mit uns gegen Krieg zu demonstrieren. Gegen den Krieg in der Ukraine, gegen die horrende Aufrüstung, die hier vorangetrieben wird und gegen die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Denn die Gefahr eines nuklear geführten Weltkriegs wächst von Tag zu Tag. Gestern haben General Milley und der Verteidigungsminister der USA, Austin, nach dem Treffen in Ramstein erklärt, dass die NATO jetzt in die Offensive gehen wird, um den Donbass und die Krim von russischen Truppen zu befreien. Das heißt, die NATO hat jetzt ihr gesamtes Prestige in die Waagschale geworfen und erklärt, dass sie diesen Krieg eskalieren wird, bis die Krim unter ukrainischer bzw. NATO-Kontrolle steht. Aber schon jetzt hat dieser Krieg Zehntausende Opfer unter russischen und ukrainischen Soldaten bedeutet. Die Krim kann nur zurückerobert werden, wenn die NATO selbst in diesen Krieg nicht nur durch Waffenlieferungen, sondern mit Soldaten eingreift. Und das bedeutet Dritter Weltkrieg. Noch im Mai haben US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz erklärt, dass die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine die Eskalation eines Dritten Weltkriegs bedeuten würde. Und heute liefern sie diese Waffen. Und heute haben sie beschlossen, noch mehr solche Waffen zu liefern. Diese Waffen werden nicht geliefert für Frieden, diese Waffen werden nicht geliefert für Freiheit, diese Waffen werden geliefert, um den Krieg zu eskalieren und auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung die geostrategischen Interessen der NATO und der Bundesregierung durchzusetzen. Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, noch weitere Waffenlieferungen an die Ukraine durchzuführen und die Lieferung von Leopard-Panzern wird längst vorbereitet. Der neue Verteidigungsminister Panzer Boris Pistorius hat schon erklärt, dass er prüfen lässt, welche Leopard-Panzer aus deutschen Beständen geliefert werden können. Und diese ständige Eskalation des Krieges wird nicht nur zu immer mehr Leid in der Ukraine führen, sondern er führt auch zu einer Eskalation des Konfliktes hin zu einem nuklear geführten Weltkrieg. Scholz, Baerbock und Pistorius sollen einmal erklären, wie viele Tote sie hier in Berlin, wie viele Tote sie in Deutschland, wie viele Tote sie in Europa in Kauf nehmen, um die Krim zurückzuerobern. Sie sollen mal erklären, wie viele europäische Städte sie bereit sind, in Schutt und Asche zu verwandeln, um die Krim zu befreien. Dieses ganze Gerede, das es in der Ukraine um Frieden und um Menschenrechte und um Freiheit ginge, ist bloße Heuchelei. In Wirklichkeit geht es um geostrategische Interessen. Es geht darum, Russland zu unterwerfen, so wie es in den letzten 30 Jahren in den Kriegen im Irak, in Libyen, in Afghanistan um geostrategische Interessen ging. Und natürlich ist der Angriff Russlands auf die Ukraine reaktionär und menschenverachtend. Putin führt diesen Krieg für die Interessen der Oligarchie. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu beenden und eine Katastrophe zu verhindern, eine internationale Bewegung der Arbeiter gegen diesen Krieg, eine internationale sozialistische Bewegung. Dafür kämpfen wir in diesem Wahlkampf. Und dafür demonstrieren wir am 4. Februar um 11 Uhr auf dem Potsdamer Platz. Wer gegen Krieg ist, kommt auf den Potsdamer Platz. So hat es Liebknecht inmitten des Ersten Weltkriegs 1916 erklärt und die erste große Antikriegskundgebung innerhalb des Ersten Weltkriegs organisiert. Und so sagen wir heute, kommt am 4. Februar auf den Potsdamer Platz und demonstriert mit uns gegen diesen Krieg, gegen diesen Wahnsinn, gegen diese Eskalation und gegen die Gefahr eines nuklearen Weltkriegs.